Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Battle News. Alles rund ums Battlefield Franchise und heute geht es natürlich insbesondere um Battlefield 2042 und der ersten Season, die sich ja nennt Zero Content bzw. Zero Hour natürlich. Ja, Zero Content wird dem Ganzen auch nicht ganz gerecht, weil es gibt ja ein bisschen Content. Es ist nicht viel, aber insbesondere die neue Map Exposure, die hat schon Potenzial, würde ich sagen. Es ist was Neues, ein bisschen mehr Details bzw. gefühlt so ein bisschen mehr Liebe in der Sache drin. Also vielleicht ist ja das auch wirklich eine Art Trendwende, auch wenn wie gesagt der Content jetzt nicht allzu üppig ausgefallen ist. Darüber werden wir sprechen, natürlich im Detail auch über die neuen Inhalte, die euch da erwarten, angefangen von neuen Spezialisten. Wie funktioniert der Battle Pass? Da habe ich zwar schon ein Video dazu gemacht, aber jetzt nochmal im Detail, was euch ansonsten noch an Inhalten erwartet. Und ja, wir wagen natürlich auch gemeinsam nochmal einen kurzen Ausblick. Wird denn das noch was? Beziehungsweise haben wir zumindest kurzfristig mal Spaß mit den Season-Inhalten und was kann denn der Battle Pass eigentlich so wirklich? All das im heutigen Video. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr mit am Start seid. Nicht vergessen, über 65% meiner Zuschauer haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Also wenn ihr mich an der Stelle unterstützen wollt, dann haut sehr gerne ein Abo raus. Ist kostenlos wie immer und wir beschäftigen uns im ersten Step mal mit Zero Hour, also sprich Season 1, die seit gestern ja im Spiel ist und ihr habt vielleicht schon gezockt. Ich habe auch ein bisschen gezockt und das erste, was mir natürlich leider mal wieder aufgefallen ist, man wirft das Spiel an und es geht nichts. Es werden keine Matches gefunden, es gibt Leistungsabbrüche. Ich habe irgendwelche komischen Hieroglyphen im Menü mit, wo, ja, man weiß nicht genau, was da wieder los ist. Also ich denke, da sitzen wir wie immer mal im selben Boot. Da wird es nochmal den ein oder anderen Patch dazu geben. Es gab ja keinen unwesentlichen oder keinen kleinen Patch in Vorbereitung zur Season 1. Da gab es auch nochmal über 100 Optimierungen und Änderungen und so weiter. Also da bin ich jetzt nicht weiter darauf eingegangen, aber so wirklich Spannendes war da auch nicht dabei. Denn das, was sich vielleicht die Community gewünscht hat, dass die Spezialisten in Form eines Klassensystems ja gepresst, gepackt, sortiert werden, whatever, das ist natürlich nicht erfolgt. Also von daher ein paar Optimierungen da und da. Also wen da die Details zu diesen Patch Notes interessieren, können wir natürlich sehr gerne in einem weiteren Video darauf eingehen, beziehungsweise ich verlinke euch die Patch Notes. Aber da ist nichts, was euch vom Stuhl zieht, meine Freunde. Also ich denke, diese Arbeit, die kann man sich in jedem Fall dann doch etwas sparen an der Stelle. Gut, kommen wir zum Wesentlichen. Was bietet die neue Season, beziehungsweise die erste Season von Battlefield 2042? In allererster Linie bekommen wir mal eine neue Karte. Lang angekündigt, auch etlich Data Mines davor schon bekommen und gehabt. Sie nennt sich Exposure, ist wie gesagt eine Map, die in Kanada spielt. Sie ist mehrstufig angelegt, also man hat hier wirklich viele Ebenen, auf denen man sich zurechtfindet. Ein Plateau, ein Tal, viele innenliegende Laboreinrichtungen. Also es ist für jeden was dabei, egal ob man jetzt mit dem Heli unterwegs ist, mit dem Panzer unterwegs ist, ob man vor allem auch mal wieder ein bisschen Close Combat Feeling haben möchte und das geht insbesondere in diesen im Berg hineingebauten Anlagen sehr gut. Es ist natürlich auch gut Clusterfuck am Start, ja, ist klar. Also gerade wenn man dann so Spezialisten wie Sundance am Start hat, die ja Nade-Spam des Todes raushauen kann, kombiniert natürlich noch mit gerne normalen Handgranaten C4 oder whatever. Also da viel Spaß bei der Sprengstoffparty an der Stelle. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Map bietet für mich persönlich, wenn ihr sie schon gespielt habt, packt es mir gerne unten rein, deutlich mehr Abwechslungspotenzial, ja, was man auf dieser Map anstellen kann und deswegen bin ich da positiv gestimmt. Muss man sagen. Klar, es ist immer zu wenig und ja, aber lasst uns das mal streichen, weil was hilft es uns? Man kann jetzt natürlich immer nur meckern und immer nur weinen, was alles so scheiße ist. Ich verteidige da die Season 1 auch überhaupt nicht. Eingangs habe ich auch gesagt, ja, wie das Ganze heißt, nämlich Zero Content anstelle von Zero Hour und ja, natürlich bin auch ich vom Volumen, was uns da erwartet, enttäuscht. Nichtsdestotrotz, vielleicht können wir ein bisschen positive Sachen rausziehen und das ist zumindest in der Map für mich gegeben. Da ist Potenzial drin und da kann man wirklich hoffen, wenn sie an den nächsten Maps jetzt gar nicht so in Richtung Optimierung, weil da kann man vielleicht auch gar nicht mehr so viel rausholen als einfach nur Deckung, sondern wenn es wieder in neue Karten geht, vielleicht
vielleicht auch mal zur Season 2 dann vielleicht auch mal 2 Karten vielleicht schaffen. Man weiß es nicht so genau, wie viel Energie DICE ernsthaft noch in das Spiel reinpackt. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt dazu. Ich finde, es hat Potenzial und das wird uns dann doch ein paar Stunden in jedem Fall Freude bereiten. Kommen wir mal zu den weiteren Inhalten. Ihr bekommt eine neue Spezialistin oder wir, Evelyn. Liz heißt die gute Dame, kommt aus Polen, Spezialistin der Klasse Whatever, weil Klassen haben wir ja nicht. Ihr kennt's, aber sie hat auf jeden Fall eine selbst zu steuernde Rakete am Start, mit dem ihr ja auf Hand gehen könnt, egal ob jetzt Fahrzeuge oder auch Infanterie, und am Ende kann man die auch ganz gut einfach so als Spy-Drohne nutzen, ja, wenn ihr euch mal einen Überblick ganz einfach verschaffen wollt. Dann gibt es natürlich jede Menge Skins, die sich ja im Battle Pass auch verstecken. Da schauen wir später noch vielleicht noch mal ganz kurz drüber. Also insgesamt gibt es eben 100 Stufen, die ihr grinden könnt. Da gibt es einen kostenlosen Anteil und da gibt es einen Anteil, den ihr eben nur mit bezahltem Battle Pass freischalten könnt. Im bezahlten Variante handelt es sich aber lediglich um Skins. Also ihr werdet, wenn ihr den Battle Pass nicht kauft, würde ich euch an der Stelle auch noch nicht empfehlen. Ja, also jetzt erstmal DICE hochkämpfen lassen und beweisen, dass sie am Ball bleiben, und dann kann man gerne auch mal wieder reincashen, wer da Bock drauf hat. Im Moment sehe ich jetzt noch nicht so, dass sie das verdient hätten. Zum Thema zurück, es geht nur um Skins. Also ihr bekommt die Fahrzeuge über die kostenlose Variante, ihr bekommt die neuen Waffen über die kostenlose Variante und auch die neue Spezialistin. Also macht euch da keine Sorgen, das habt ihr auf jeden Fall mit am Start. Es sind, wie gesagt, die 2 Stealth-Helis kommen neu ins Game. Waffentechnisch ist leider nicht sehr viel geboten. Wir bekommen nämlich ganze 2 Stück, eine Armbrust und eine SSV M. Ich habe sie noch nicht gespielt, ja, aber was ich so bei anderen gesehen habe, ist die wohl relativ stark, wie, naja, ich möchte mal sagen, jede Waffe, die irgendwie ins Spiel kommt. Gadget-seitig gibt es auch ein komplett ganz neues Gadget, nämlich einen Rauchgranatenwerfer. Auch den kann man sich natürlich absolut gönnen. Dann, wie gesagt, jede Menge Skins und Customizations. Man kann da schon so ein bisschen reinschauen und ich finde, so gerade die Waffenskins, da ist durchaus was dabei, was man sich auf jeden Fall gönnen kann. Auch so die Specialist-Skins bzw. Operator-Skins, ja, gerade den ersten, den man da freischaltet, von Angel zum Beispiel. Also sieht schon nice aus, ja, ist jetzt kein Clownskostüm und kein Weihnachtsmann und so, sondern ist vernünftig. Ganz allgemein gefällt mir eigentlich auch so dieses neue Layout der Season 1 in diesem gelb gehaltenen Ton auch ganz gut. Also viel ist es nicht, aber das, was da ist, das kann man sich auf jeden Fall geben, Leute. Und ja, jetzt packt mir doch an der Stelle ganz gerne mal in die Kommentare. Wart ihr schon unterwegs auf der neuen Map? Wie sind so eure Erfahrungen? Habt ihr die neuen Gadgets und Waffen vielleicht schon ausprobiert und was haltet ihr davon? So, und zum Schluss würde ich fast sagen, also es ist jetzt ein bisschen so One-Take-mäßig das heutige Video, ja, aber am Ende, man kann jetzt dann natürlich 800 Videos zu allem machen, ja, das ist die neue Spezialistin und das ist der Battle Pass und was weiß ich was, aber am Ende des Tages, es ist wirklich so wenig, man muss es leider so sagen, dass man das Ganze easy und entspannt in ein Short YouTube-Video packen kann. Ich denke, ihr seid jetzt an der Stelle auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand. Ich muss sagen, ich finde es nicht so schlecht, ja, ungeachtet natürlich, dass der Content viel zu wenig ist, aber das, was jetzt da kommt, ist auf jeden Fall deutlich besser als das, was wir jetzt zum Start bekommen haben. Meine Meinung, eure Meinung ist wie immer gefragt. Und jetzt ist halt, ja, um einen Ausblick zu wagen, wir können nur hoffen oder können hoffen, auch das ist eine Diskussion. Ich bin aber der Meinung, DICE muss sich jetzt erstmal beweisen und das Spiel wieder in Ordnung bringen und fixen und guten Content bringen, dass sie überhaupt eine Legitimation haben, ein neues Battlefield, ohne dass sie sich in Grund und Boden schämen, jede Minute überhaupt rausbringen zu können. Das ist der aktuelle Teil, da muss Arbeit ran. Wir haben alle ordentlich dafür gepaid und jetzt bitte nicht nur das Minimum vom Minimum, sondern ein bisschen mehr liefern. Und dann wird es am Ende vielleicht doch noch ein gutes und spielbares Battlefield, was uns mit Sicherheit nicht als absolut bestes Spiel aller Zeiten, also ganz im Gegenteil, in Erinnerung bleiben wird. Aber am Ende geht es halt einfach darum, wie viel traut man dieser Firma in Zukunft noch zu und wie viel traut man ihr vor allem dann auch für das nächste Battlefield zu. Und da spricht auch ganz klar der einfache Kunde auch aus mir. So, ich wünsche euch jetzt in jedem Fall ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Sonne, es soll mal wieder richtig nice werden. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Auch da, nachdem der unter der Woche ausgefallen ist, werde ich den auf jeden Fall am Wochenende nachholen. Wer mir noch nicht auf Twitch folgt, an der Stelle gerne nachholen. Und jetzt würde ich sagen, wie immer,
haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.